Hallöchen und bei einer neuen Ausgabe von Frag die Matrixer. Heute eure Frage: Kann man, wenn man bereits ins Licht gegangen ist, trotzdem noch ins schwarze Loch? Man hat ja den freien Willen. Wie du immer so schön sagst, sobald man ins Licht gegangen ist, hat man sozusagen nicht den freien Willen verwirkt, aber hat man zugestimmt, weiter am Reinkarnationszyklus teilzunehmen. Ja, so sieht's aus. Dann ist man wieder sozusagen in dem ganzen Fließbandgeschehen dabei. Ne? Ja, dann kommt man leider nicht wieder zurück. Es gibt keine Ausgangstür, es gibt nur eine Eingangstür. Und ja, das war's mit dem schwarzen Loch. Noch ein Leben und dann kannst du es nochmal versuchen. Eure Frage. Ja. Kann ich Matrix-Wächter angreifen, vernichten, platt machen und neutralisieren, anstatt vor ihnen wegzulaufen, astral oder nach meinem Tod, meine ich? Wenn Ignorieren nicht hilft, sie auf mich aufmerksam geworden sind sie auch Schöpfer wie ich? Ja, das ist tatsächlich so. Sie können sich verwandeln, aber du kannst das auch. Das heißt, wenn sie sich 3 Meter groß machen, kannst du dich 100 Meter groß machen. Also du bist genauso ein geistiges Wesen wie diese Matrix-Wächter auch. Also du brauchst keine Angst haben und sie können dir auch nichts. Du kannst sie also, wie du sagst, platt machen, vernichten, angreifen und neutralisieren. Nee, das kann er nicht. Stimmt. Weil mit ihm können sie das ja auch nicht machen. Ja. Scheiße. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Du hast recht, das können sie nicht, aber sie können das auch nicht mit dir. Ja, also die können dich nicht platt machen und du kannst sie leider auch nicht platt machen, ne? Weil das ist ja astraler Bereich und da ist man eben unkaputtbar. Ne? Man kann eben nur verführt werden, ne? Ins Licht zu gehen und dann der Amnesie anheimfallen. Ne? Und dann kriegt man einen physischen Körper verpasst und da ist man natürlich dann wieder kaputtbar. Ne, zumindest der physische Körper. Okay, ihr Lieben, wir hoffen, die Frage konnte beantwortet werden. Und heute hat uns jemand gefragt, kann es sein, wenn wir in der Lichtfalle einfach nur warten, erstmal keine Entscheidung treffen, betreffend Licht oder Dunkelheit, dass dieses Licht nach einer Zeit zusammenbricht? Gibt es 3 Entscheidungsmöglichkeiten: Licht, Dunkel und Warten? Da fällt mir tatsächlich eine Geschichte ein, die du mir mal erzählt hast. Ja. Und zwar von Paule und dem Frau und dem Hund, die da auf der Zwischenebene gewartet haben. Die wollten sich ja nicht entscheiden, auf Licht oder Dunkel. Ja, die sind im Zwischenbereich geblieben und wollten weder ins Licht gehen, weil sie nicht so sicher waren. Und haben da eben gewartet. Ne? Einfach so weitergelebt. Ne? Genau, du hast ja auch erzählt, da kamen dann immer wieder Wesen, Lichtengel oder sowas, die immer wieder gefragt haben, ja, wollt ihr nicht ins Licht? Aber denen war das doch zu suspekt, oder? Ja, denen war das suspekt, richtig. Ja, also ist möglich, auch im Zwischenbereich zu bleiben. Das machen ja auch viele. Ne? Ich habe ja auch beispielsweise schon Soldaten getroffen, die noch die Uniform aus dem Ersten Weltkrieg getragen haben. Eben. Also da kann man sich also vorstellen, wie lange die da schon in dem Zwischenbereich sich aufgehalten haben. Oh ja. Wer und wie konnte man ein göttliches Wesen dazu bringen, sich auf diese Matrix einzulassen? Es hat doch bestimmt direkt erkannt, was die Matrix mit ihm macht. Ja, theoretisch wusste er, worauf er sich einlässt. Er hat ja den Vertrag unterschrieben, dass er am Reinkarnationszyklus teilnimmt und auch immer und immer wieder reinkarniert und dass das sehr, sehr viele Leben dauern kann. Aber wie ich das mal gehört habe, sagen die Seelen sich auch, ich bin Milliarden Jahre alt, was stören mich denn da Tausende von Jahren? Das ist ja ein Klacks auf meiner Zeitlinie sozusagen. Ja, da haben bestimmt einige Seelen so gedacht, die dachten, ja gut, ne? Man muss auch bedenken, dass die Seelen sehr verspielt sind, ne? Die haben schon einen gewissen infantilen Aspekt sind natürlich sehr begeistert davon, solche Spiele zu spielen. Und sind dann natürlich in die Matrix gegangen, weil sie unbedingt mitspielen wollten. Wir haben da auch so ein lustiges Video zu gemacht, Werbung in der Matrix. Ne? Genau. Kannst du dir ja mal anschauen. Und da haben wir versucht, eine Situation darzustellen, wie eine Seele plötzlich die
Matrix die Erde entdeckt und unbedingt mitspielen will. Kannst du mal reinschauen. Viel Spaß. Viel Spaß. Ciao.